Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ist Sonntag und heute waren wir wieder auf dem Flohmarkt, haben auch unsere Sachen verkauft und ich habe diesmal auch ein bisschen geshoppt. Ich habe nochmal 3 Schüsselchen mit Zwiebelmuster. Dann habe ich endlich, oh, wo ist es? Ich habe es jetzt zum Waschen weggepackt. Endlich diese Kuchengabel oder wie man das nennt mit Zwiebelmuster-Henkel auch endlich erwischt. Habe ich mich richtig gefreut. Und dann dieses wunderschöne Schätzchen. Ich konnte nicht widerstehen. Ich musste das mitnehmen. Ich fand das so schön. Aber ich weiß gar nicht, wo ich das hin tun soll. Aber das ist einfach so süß mit diesen Fächern. Das sind alles aus Porzellan. Hier ist auch noch so ein Fach zum Öffnen. Ich weiß nicht, für was diese Löcher sind, um dass man da irgendwas reinhängt oder so. Keine Ahnung. Ich finde es einfach so, so süß. Mal die Blumen stören hier, glaube ich, gerade. So, ja, also... Ich weiß nicht, ne? Soll ich das hier hinten hinhängen, wo hier diese Regale sind? Das sind ja auch nur Deko. Oder eigentlich eher da hinten, wo das eine Gewürzregal ist, so hinstellen. Ja, ich weiß es nicht. Ich suche mal ein Plätzchen. Ich gucke mal, ob ich eins finde. Oder ich lagere es im Keller, bis es irgendwann in einem neuen Zuhause Verwendung findet. Weiß ich nicht. Also auf dem Flohmarkt kann man auf jeden Fall ein gutes Schnäppchen machen. Vor allem, wenn ihr eben, weil ihr auch zum Beispiel nach den ganzen Zwiebelmuster-Sachen fragt. Weil man bringt mir ja regelmäßig von den Wohnungsauflösungen was mit. Aber ihr findet das auch ganz, ganz viel bei Kleinanzeigen oder eben auf dem Flohmarkt. Also da finde ich auch immer wieder neue Teile. Ich habe eine Zwiebelmuster-Obsession. Yay, unsere ersten Erdbeeren. Oh, da muss ich mir jetzt sofort einen Erdbeerkäfig machen. Ich komme übrigens vom Sport, damit ihr mein Outfit gerade versteht. Oh, ja, und nach dem Sport trinke ich immer einen Kefir und das ist immer bester Proteinshake, nennen wir es mal so. Ja, den mache ich mir immer. Ich habe immer unten im Gefrierfach gefrorene Blaubeeren oder Heidelbeeren und mache das eigentlich mit denen. Eine Banane habe ich schon vorm Sport gegessen, deswegen mache ich jetzt keine Banane rein. Das reicht mir so. Ich habe mich auch schon so abgewöhnt, dass der Kefir jetzt so unbedingt sehr süß sein muss. Ich habe oft eine Dattel reingemacht oder eine Banane, aber mittlerweile habe ich mich noch mehr von Süßem entwöhnt. Also man kann sich wirklich entwöhnen. So generell benutze ich ja keinen Zucker in irgendwelchen Getränken oder sonst irgendwas. Aber ich habe mich so extrem entwöhnt. Wir waren letzte Woche... hatten wir mit Hikmet, meinem Mann, so eine kleine Date-Night. Und da waren wir draußen essen zusammen, Abendessen. Und dann hatten wir Künefe. Künefe ist so eine türkische Nachspeise, so übergossen mit diesem typischen Sherbet, also diesem Zuckersirup. Ich konnte das einfach nicht essen. Ich hatte das Gefühl, ich esse so puren Zucker. Das war so schlimm, das ging gar nicht. Also, oh, ja. Auf jeden Fall, ja, sorry, es kam wieder die Woche kein Video. Manchmal habe ich es einfach nötig und ich hatte jetzt wirklich wieder so eine ja, Detox-Woche, was soziale Medien angeht. Das tut wirklich auch öfters gut. Ich habe wirklich also das Handy kaum in der Hand gehabt, war nicht auf Instagram, habe eben auch nicht gefilmt. Ja, also sorry dafür. Eigentlich, ich weiß, dass man ja immer regelmäßig ein Video erwartet. Eigentlich will ich mich da strikt daran halten, aber... manchmal brauche ich halt eben auch ein bisschen Auszeit, das tut auch ganz gut. Ich habe wieder viel gelesen, das mache ich immer sehr gerne. Habe, glaube ich, 3 Bücher oder so gelesen. Ich hatte so eine Flaute, so im Ramadan habe ich gar nicht gelesen und dann hatte ich so eine Leseflaute. Und wenn ich dann wieder einmal so richtig drin bin, dann kann ich nicht mehr aufhören. Naja, auf jeden Fall, ja, ich habe viel zu tun, wie immer. Es steht so viel an. Eigentlich wisst ihr, dass ihr von den Erdbeeren das Grünzeug mitessen könnt, aber ich mache es jetzt nicht in den Smoothie mit rein. Aber eigentlich, das kann man essen, ne? Wenn es jetzt Bio ist oder so wie bei uns nur aus dem Garten, kann man ruhig mitessen, das Grüne. Ist jetzt nicht giftig oder so. Aber ich mache es jetzt ein bisschen ab. So, ich nehme mir mal die richtig schön reifen. Da sind viele, aber da sind noch viele, die nicht so reif sind. Deswegen habe ich mir die schönsten ausgepickt.
ja, heute muss ich muss Teig ansetzen für Brot. Dann muss ich Joghurt machen. Auf jeden Fall, ja, ich dachte, ich gebe euch vielleicht schon ein schnelles so Fitness-Update, weil ich habe jetzt öfters auf Instagram darüber geredet, aber ich weiß ja, dass viele, die hier die Videos gucken, nicht unbedingt mir auch auf Instagram folgen und das Ganze verfolgen. Ich dachte, ich gebe euch mal ein Update, weil es ist jetzt genau ein Jahr, dass ich mit Sport angefangen habe. Genau, das war letztes Jahr Ende Mai, hatte ich mich im Fitnessstudio angemeldet. Das ist jetzt genau ein Jahr, dass ich Sport mache. Und ich sag's euch, das ist das Beste ever. Ich habe schon öfters mich so vor den Kindern oder auch noch als die Sechslinge etwas kleiner waren oder so, öfters mal im Fitnessstudio angemeldet. Und ich weiß, dass ich nie mehr wie 3 oder 4 Monate durchgehalten habe. Und ich bin selber sehr, sehr stolz auf mich, dass ich wirklich das ganze Jahr richtig regelmäßig hingegangen bin und wirklich Minimum 2-mal die Woche Sport gemacht habe. Also ich glaube, in dem ganzen Jahr habe ich vielleicht einmal eine Woche, wo ich nicht da war, weil wir irgendwie weggefahren sind oder so. Aber sonst war ich wirklich regelmäßig da, Minimum 2-mal. Optimal ist bei mir 3-mal die Woche. Und ja, man sieht, wie gut einfach Sport tut. Mein Fitnesslevel hat sich so krass verändert. Das ist einfach so heftig, wenn ich überlege, was man in einem Jahr so erreichen kann. Ist einfach krass. Nicht nur, dass ich abgenommen habe, ist ja vielen aufgefallen. Sind mittlerweile, glaube ich, 11 oder sogar schon 12 Kilo, die ich abgenommen habe. Eben ganz normal, ohne dass ich viel geändert habe. Das Einzige, was ich ernährungstechnisch wirklich geändert habe, ist darauf zu achten, mehr Proteine zu essen. Das hilft auch wirklich sehr, sehr. Also achtet da drauf. Ihr könnt es irgendwie so umrechnen. Findet ihr online. Ich weiß nicht mehr genau. Man sagt immer so ungefähr 0,7 pro Kilogramm Körpergewicht, weiß ich nicht. Ich achte immer so, dass ich Minimum 70 Gramm esse. An Sporttagen versuche ich es da ein bisschen mehr. Ja, das hilft auf jeden Fall. Und ja, regelmäßig Sport. Ich sag's euch, falls ihr meine Knieprobleme kennt, Alhamdulillah, ich habe keine Knieschmerzen mehr. Ich bin so mobil. Ich konnte früher nicht in die Hocke und von der Hocke wieder aufstehen und so weiter. Und wenn ihr wisst, was ich alles so beim Sport jetzt mache mittlerweile, das ist einfach unglaublich. Es ist einfach, ich bin selber so geschockt, deswegen ich will euch hier vielleicht so ein bisschen motivieren, falls ihr auch so denkt, so nee, ich bin schon zu alt oder so, um mit Fitness anzufangen. Ach, das bringt doch eh nichts. In einem Jahr, was für Muskeln ich aufgebaut habe, das ist nicht normal. Also es ist einfach nicht normal. Ich sehe einfach meine ersten oberen Bauchmuskeln. Das ist alles wirklich machbar, wenn man regelmäßig Sport macht. Das ist unglaublich. So, reicht das? Ja, ich lasse mal ein paar Erdbeeren für die Kids. Wenn die kommen, die wollen bestimmt auch ein paar naschen. Also es ist wirklich... Man kann das erreichen. Einfach konstant sein, einfach regelmäßig Sport machen und es ist das Beste. Es ist für die Psyche richtig gut. Nach dem Sport bin ich immer richtig so motiviert. Deswegen ich mache gleich aus, ich mache schnell hier, ich muss ein bisschen Staub saugen und dann flitze ich unter die Dusche, mache mich fresh und dann ja, geht es hier weiter. Aber das ist bei mir so immer dieser Rhythmus, dass ich immer, wenn ich vom Sport komme, dann nochmal so richtig so Energie habe und nochmal schnell Hausarbeit mache. Ich habe in letzter Zeit voll die leckeren Sachen so gemacht, so Quinoa-Salate, aber so wirklich so eine, so mit Quinoa und voll vielen Sachen und so. Oh, das ist so lecker. Ich muss es euch mal zeigen. Das ist wirklich so yummy und das ist so sättigend. Richtig lecker. Ja, Hausarbeit ist erledigt. Ich bin aktuell echt ein bisschen auch überfordert. Ist ein bisschen viel zu tun. Hikmet ist auch die ganze Zeit nur am Ackern im Garten. Ich werde euch da auch noch ein Update zeigen, was er da alles eingepflanzt hat. Ich habe selber schon den Überblick verloren. Auf jeden Fall habe ich wieder 2 Teige gemacht. Für morgen wird es gebacken. Wieder mein Emma Vollkornbrot, kennt ihr ja, ne? Habe ich ja auch endlich das Rezept für euch. Findet ihr in der Playlist unter Brotrezepte. Und hier habe ich ein Weizenbrot mit ein bisschen Dinkel-Vollkorn. Das ist eigentlich das gleiche Rezept, was ich auch als Roggenmischbrot reingemacht habe. Nur statt dass da Roggenvollkorn ein bisschen ist, ist da eben Dinkelvollkorn drin. Den stelle ich immer hier oben hin. Immer ist da mein Platz. Und guck mal, ich habe so schöne Blümchen gemacht. Oh Gott, ich liebe ja so Blümchen, ne? Ich finde, das sieht gerade so schön aus in dieser Vase. Oh, love it, diese Farbe. Ja, und jetzt heute koche ich nicht. Heute koche ich nicht. Wir gehen heute draußen essen ins Hühnerhaus, Chicken House. Irgendwie sowas. Ja, ich nehme euch mal mit. Könnt ihr mal sehen, wie das so aussieht, wenn wir zusammen draußen essen. Ja, machen wir nicht so oft. Ist ja immer eine teure Angelegenheit, ne? Aber heute gönnen wir uns mal. Gut, dass wir noch nicht losgefahren sind. Wie, Zehra allein zu Hause? Ich habe gerade die Tür abgeschlossen. Wir sind alle raus, steigen ins Auto ein. Gut, dass jemand merkt, dass Zehra fehlt.
Unsere Zehra, während es nicht weiß, die ist immer die Letzte. Immer die Letzte. Ob es zum Essen rufen ist, ja, wenn es heißt Essenszeit. Sie kommt immer als Letztes zum Tisch. Dann so, wenn wir rausgehen, ihr habt die einfach eingeschlossen. Ja, dann muss Zehra eben jetzt zu Hause bleiben. Hat sie Pech. Ne, Malik Musa? Oh, steht er da so? Oh, die grungy Teenager. Grungy Teenager. Grungy ohne. Was ist denn grungy? Grungy ist nicht Dings. Grungy? Das ist grumpy. Achso. Was ist grungy? Gibt's nicht. Gibt's nicht grungy? Habla. Ist hier Burger Meat? Das ist ein Hähnchen. Alle kann ich auch nicht tun. Sag mal, sie wollen nicht bei Tommy. Jetzt noch ein Nachtisch. Oh, ich habe Matcha-Eis. Wie lecker. Schmeckt richtig gut. Hier sehen wir die Berliner Sechslinge unterwegs in Kreuzberg. Wir entdecken lauter interessante Dinge. Es ist wie eine Horrorshow, wenn man hier unterwegs ist. Nein, ist so schlecht. Oh, das ist ganz schlimm. Kreuzberger Nächte sind. Aber hier gibt es immer beste Essen. Und Eis und so. Heute machen wir ein Insektenschutzmittel auf Hausmittelart. Wir mischen auf 4 Liter Wasser, ganz normales Wasser, 1 Liter kaputte Milch sozusagen, die ich seit 3, 4 Tagen, 5 Tagen in der Sonne gelassen habe. Wir wollen vorbeugen auf Läusen auf den Pflanzen, die sich einnisten und dann Ameisen hochklettern. Am meisten werden die Stangenboden von Ameisen befallen. Keine Ahnung, die schmecken am besten denen oder so. Also natürlich vorbeugend. Die Ameisen sind noch nicht da. Aber ich mache das vorbeugend, dass sie überhaupt nicht auf die Idee kommen, hierher zu kommen. So, einfach sprühen. Das ist wirklich getestet und ich sage, das ist das Beste, was ich erlebt habe sozusagen. Hier raus. Jetzt habe ich die Reihe verlängert für unsere Gurken und hier werde ich hauptsächlich auch Peperonis in verschiedenen befüllen. Seitlich, ja. Wie schön war das? Hallo, sagt er aus dem Das ist die erste Peperoni von diesem Jahr, was wir in die Erde setzen. So, und drücken es fest ein. Die kann man auch schön fest und tiefer einsetzen, wie es ist.
kann man wirklich robust rangehen so. So, ich war einkaufen. Ich habe heute Drogerie-Einkauf gemacht. Hinter läuft die Klimaanlage. Das ist echt warm heute. Hier ist das fertige Brot oder die Brote. Habe ich heute Morgen gebacken. Wieder das Emma-Vollkorn. Tofu, war ja klar. Und das Weizenbrot mit ein bisschen Dinkelvollkorn. Nein, Kinder machen jetzt schnell eine Brotrunde. Und ich muss schon wieder Erdbeeren pflücken. Guck mal, wann habe ich gepflückt? Gestern, ne? Oder vorgestern? Vorgestern habe ich ja die Erdbeeren gepflückt. Und jetzt ist schon wieder alles rot. Ich muss die pflücken. Es ist Brot. Oh, guck mal, die will das Brot essen, ne? Ich habe das aus dem Keller jetzt geholt, endlich. Die eingelegten Stangenbohnen von letztes Jahr. Ich habe nämlich geguckt, ich bin ja so ein bisschen, ne? Ihr wisst ja, was ich so letztes Jahr alles so eingelegt habe oder eingekocht habe. Und ich habe, glaube ich, noch 2 Packungen gefrorene Stangenbohnen. Die werde ich jetzt auch noch fertig machen. So ein bisschen noch was, weil ich bin immer so geizig, diese Sachen dann so aufzubrauchen, weil es mir so schade ist. Grüne Tomaten haben wir, glaube ich, jetzt alle schon aufgegessen, ne? Ja, da hatten wir jetzt schon das letzte Glas auch aufgemacht, aufgegessen. Aber ja, jetzt habe ich gesagt, jetzt mache ich mal alles leer, weil ja, hoffentlich haben wir ja demnächst eine schöne Ernte und dann wird wieder viel eingelegt, fermentiert, eingekocht eventuell und so weiter. Mal sehen. Für die, die das nicht kennen, das ist ja jetzt diese eingelegten Stangenbohnen. Auf jeden Fall isst man das auch warm. Das heißt, ich werde die so ein bisschen klein schneiden und dann mit Zwiebeln und schön Olivenöl anbraten. Auch der Knoblauch, der da drin ist, kommt auch wieder da rein. Das isst man dann auch so warm. Das ist dann halt wie so, ne, wie wenn man warm Sauerkraut essen würde. Sowas Ähnliches. Ne, so kann man es, glaube ich, vergleichen. So. Ja, nimmt mal das Brot, ich gehe mal Erdbeeren pflücken und dann gibt es einen Erdbeerkäfig. Hikmet, erzähl mal, was du Tolles hier dieses Jahr angebaut hast. Mensch, ich bin richtig fasziniert. Wir haben hier einmal die eine Fläche hier vorne, ne? Ja. Was haben wir denn hier alles? Ja, meine teuerste. Hier haben wir auf der rechten Seite. Ja, was erwartet mich denn Schönes? Weißt du überhaupt selber was? Mangold. Mangold, oh ja, sehr schön. Letztes Jahr hatten wir nur so ganz wenig, ne? Aber der war richtig lecker. Ja. Mangold ist super. Ganz die letzte Reihe ist Mangold. Ja. Danach die 2, 3 Reihen Palmgrünkohl. Achso, der Palmgrünkohl. Die türkische Sorte, ja, den wir letztes Jahr drüben hier hatten. in Deutschland nicht so gängig ist, ja. aber eine Vitaminbombe vom Feinsten. Das hatten wir ja letztes Jahr schon, genau. Und dann sind hier Rüben aller Arten, was du dir vorstellen. Ja. Rote Rübe, weiße Rübe, gelbe Rübe, pinke Rübe. Okay, das wird dann interessant. Und dann sind wir hier türkische Sorte Aubergine. Das ist Rhabarber, ja. Hier ist weiße Zucchini und rote Zucchini. Rote Zucchini? Gelbe Zucchini. Ich wollte schon sagen, rote Zucchini habe ich nämlich noch nicht gesehen. Naja, gelbe Zucchini und grüne Zucchini. Du hast weiße gesagt, glaube ich, ne? Ja, ja. Gelbe und grüne. Ja, ja. Hier Zucchini vorne hast du rote Zwiebeln und weiße Zwiebeln. Ja. Hier sind 2 Pflanzen Erbsen, was wir drüben noch welche haben noch. Ja, okay. Okay. Hinten haben wir eine türkische Sorte Stangenbohnen. Dieses Jahr haben wir ja 3 oder 4 Sorten. Ja. In dem Sinne. Ja. Hier haben wir vorne Mais. Erbsen habe ich dir gesagt. Ja. Ja. Hier ist nochmal Mangold. Einige Pflanzen. Ja. Der Topinambur ist zum Beispiel selber rausgekommen dieses Jahr. Ich habe ja nichts gemacht. Ja. Guck mal, wie viele Pflanzen da sind. Ungefähr um die 20 Pflanzen. Okay, ja. Und hier haben wir türkische Sonnenblumen. Die sind sehr schön. Okay, und das sind ja Wein.
Blätter, ne? Weintrauben. Aber wow. Du siehst ja, dieses Jahr ist das erste Mal. Wow. Ja. Und die Blätter könnten wir auch schon theoretisch benutzen, ne? Die größeren, etwas größeren Blätter könnten wir schon abernten und für Sarma nehmen zum Beispiel. Das ist ja so ein bisschen hier die, deine Rumpelecke, ne? Ja, ist in Arbeit, So, okay. Hier haben wir eine andere Sorte Mirabellen. Ah. Und wenn du siehst, sind da auch Früchte schon drauf. Hier haben wir Kiwi. Kiwi. Den habe ich letztes Jahr reingemacht und von 6 Pflanzen sind ungefähr 3 übrig geblieben. Die anderen hat Luna aufgefressen. Ja. Ja, hat Luna gegessen. Ja, hier sind Kartoffeln, die sind leider noch nicht zu sehen. Jetzt haben wir hier Kohlrabi. Einmal grün wie normal und einmal rote, wenn du da hinten siehst. Und Aubergine. Ist es rote Beete oder Kohlrabi? Kohlrabi. Roter Kohlrabi. Ja. Gibt's das, ja? Ja. Vorsicht mit den Zwiebeln, das sind weiße und rote Zwiebeln. Stangenbohnen, also komplett hier Das ist links. alles immer, wenn das hier ist, das sind immer die Stangenbohnen, die hier hoch. Ja, hier ist die türkische Sorte, die ist rausgekommen. Den Weißkohl haben wir vergessen, da ist noch Weißkohl, diese türkische Art aber. Hier vorne ist Salat. Hier habe ich in Töpfen Basilikum gemacht, das ist Mücken- und Fliegenabwehrmittel. Eine türkische Sorte, die war wirklich schwer hochzuziehen, sozusagen. Ja, aber im Endeffekt haben sie sich jetzt gut... Oh, das riecht intensiv. Ja. Auf die deutsche Sorte, zum Beispiel auf die Basilikum, auf die deutsche, setzt sich die Fliege rauf, auf die setzt er nicht rauf. Ja. Und die kann man schön in der Terrasse, wo man sitzt, so schön verteilen. Ja. Da bist du rundum geschützt. Aber ich kann den auch essen, ne? Natürlich. Hinter dir sind noch welche, die werden noch auch noch angezogen. Hier, guck mal hier. Ja, habe ich gesehen. Ja. Die werden noch getöpft. Okay. Hier kannst du zum Beispiel die ersten Gurken habe ich gestern eingesetzt. Das sind chinesische Schlangengurken. Das ist eine türkische Sorte Petersilie. Das ist von letztes Jahr, die kamen selber raus. Das ist ja so, machst du einmal und du kannst dich nicht mehr retten. Das ist Salbei, sogar eine sehr schöne Silbersalbei. Das hat den Namen hier von dieser Silberigkeit sozusagen. Hier haben wir eine Zitronenmelisse. Schreib mir mal, was ich damit machen kann, weil Zitronenmelisse, ich weiß immer nicht, das war schon letztes Jahr so viel davon, aber ich weiß immer nicht, für was ich das so benutzen kann. Das kannst du für alles benutzen eigentlich, auch für Getränke, so Sommergetränke. Ja, so Getränke, ne? Ja. Aber falls ihr das noch wisst, was man da noch rausmachen kann, dann sagt mir mal Bescheid. Das sind ja die Zwiebeln. Die grüne Erbse bekommt nachher. Guck doch mal hier an, guck mal. Siehst du das? Das sind 4 Pflanzen und guck mal hier. Was für schöne Blumen die hat. Ja, okay. Jetzt haben wir hier auch noch Gurken. Die sind wirklich sehr schön gewachsen. Das sind 2 türkische Sorten. Hier das Beet ist auch komplett jetzt voll gemacht worden. Zuletzt kamen jetzt die Gurken, 2 Sorten. Einmal links, einmal rechts hier. Einmal die chinesischen Schlangengurken und die türkische Sorte auch Schlangengurken sozusagen. Ja, hier sind noch sehr viele Pflanzen noch, die ich noch in Töpfe einpflanze, Tomaten zum Beispiel, und einige sind schon vergeben. Und da hinten haben wir noch Peperonis und diese südamerikanischen, diese ganz scharfen. Zum Beispiel die Tomaten habe ich mit 7 Stück in der Reihe angefangen. Letztes Jahr waren es 6 und dieses Jahr sind es 5, weil ich habe gesehen, dass sie noch mehr Platz brauchen, sozusagen. Das ist Vorbeugung für Krankheiten. Wenn die ineinander verwachsen, entstehen schneller Krankheiten, als wenn sie so mehr Platz haben. Hier haben wir eine sehr schöne türkische Sorte, die ist wirklich bombastisch gewachsen. Und hier kannst du das sehen, was ich gestern hier gesprüht habe. Viele fragen wegen Schnecken. Die sagen so, oh, ihr habt überhaupt keine Schnecken oder Dings. Hier sind nicht so Schnecken, ne? Ne, ich habe sehr wenig Schnecken, aber gleich hier drüben nach dem Zaun ist unsere Nachbarin. Sie hat sehr große Probleme mit Schnecken. Ja? Ja. Weil du die alle rüber schickst? Nein. Das ist einfach Glückssache, keine Ahnung. Aber wenn ich welche sehe, nehme ich sie natürlich und bringe sie auf die Straße irgendwo hin. Auf die Straße? Ja, hier ins Gebüsch da hinten. Dieses Jahr ist mir ein Fehler unterlaufen oder durch die Zeit oder
durch die Menge. Ich habe alles durcheinander gebracht. Wie durcheinander? Jetzt weiß ich nicht, ob in jeder Reihe, das ist auf jeden Fall nicht. Normalerweise mache ich immer jede Reihe eine Sorte, aber jetzt ist alles durcheinander gegangen. Ach so, das heißt du... Auch mit den Peperonis, auch die Gurken, okay, nicht. Aber ist das schlimm beim Wachsen? Nein, aber ich hatte es gerne, wenn immer eine Reihe eine Sorte ist. Ja, jetzt wissen wir das nicht und werden das nachhinein rauskriegen, was ist. Ne, ist doch schön, Kinderüberraschung. Ja, okay. Hier hinten habe ich die Stelle ausgenutzt, mit rote Zwiebeln und weiße Zwiebeln gemacht. Ja. Also dieses Jahr hast du auch ohne Ende Lauchzwiebeln da. Ah, sehr gut. Johannisbeeren, genau. Diese Pyramide am Stiel der Pflanze bei der Tomate überhaupt sehr, sehr wichtig, sage ich mal. So wird der Stamm richtig stark und zum Schluss auch die Pflanze mit Früchten. Ja, mal so, das ist hier. Verschiedene Peperonis habe ich hier reingesetzt. Ganze Menge, nur Mais und dieses Grünpalmkohl. Man sieht es hier gar nicht, ne? Hier sieht alles grün aus. Man sieht nur das Grünzeug, aber es sind schon so viele Erdbeeren. Schaut mal, eine viel zu kleine Schale genommen, aber das reicht jetzt erstmal. Müssen auf jeden Fall morgen noch mal eine Runde pflücken und dann mache ich schon direkt Marmelade. Die Kinder lieben eh die Marmelade. So. Oh mein Gott. Ihr wisst nicht, wie glücklich mich das macht. Das ist einfach so ein schönes Gefühl, wenn man sowas einfach aus dem eigenen Garten ernten kann. Unglaublich. Es ist unglaublich, wirklich. Ich glaube es nicht. So, ich wasche ein paar. Mache daraus jetzt erstmal für uns alle einen großen Erdbeerkefir. Das wird nicht reichen. Nehmen wir 2 Flaschen. So, ich mache ein bisschen Banane noch mit rein, weil die muss ich jetzt gerade aufbrauchen auch. Ja, dann machen wir schnell das Essen. Ich muss mich ein bisschen beeilen, gerade unter Zeitdruck, weil ich will es noch zum Sport schaffen. Ich habe es jetzt morgens nicht geschafft, weil wie gesagt Einkauf und so weiter. Wie sehe ich denn aus hier? Deswegen will ich heute Abend zum Sport. Also das ist jetzt super easy. Ich nehme ruhig ein bisschen mehr Olivenöl. Das soll schon so ein bisschen Öl haben. Auf jeden Fall einfach nur die Zwiebeln anbraten. Hier, die Böhnchen haben die Kids mir schon mal klein geschnitten. Ich habe auch den Knoblauch und die Chili alles hier mit reingemacht. Das kommt danach, wenn die Zwiebeln angebraten sind, einfach nur noch in den Topf. Und lassen wir so ein bisschen schmoren. Also vielleicht so 20 Minütchen ein bisschen schmoren. Die waren ja auch vorgekocht gewesen, die Böhnchen. Und eingelegt, aber so ein bisschen lasse ich die schmoren. Und das war es eigentlich auch schon, dann ist es fertig. Jetzt einfach so ein bisschen mit anbraten und das war's auch schon. Also super schnell, super easy. Ich habe dazu jetzt noch Reis gemacht im Reiskocher, bisschen Basmati-Reis. Das reicht dann für heute. Das Essen ist auf dem Herd. Der Reis kocht im Reiskocher. Ich flitze zum Sport. Ich trinke aber noch ein Stück von dem Tusche-Wasser, also von dem eingelegten Wasser. Boah, ich liebe das ja, ne? Das ist das beste Probiotikum. Also nicht weggießen, ruhig in den Kühlschrank machen. Ich fülle das noch in eine andere Flasche. Und dann einfach ein bisschen trinken. Ich finde das auch so lecker, ne? Oh, das Beste, was ihr machen könnt. Also, ich flitze zum Sport und verabschiede mich auch für jetzt. Es tut mir nochmal leid, dass so lange kein Video kam. Aber dafür bekommt ihr direkt am Sonntag ein neues Video. Also aktiviert gerne die Benachrichtigungsglocke, dann bekommt ihr auch immer eine Info, wenn ein neues Video hochgeladen ist. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich auch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis bald!
bye. Bye, bye, Tofu. Tut mir Bye.